Hallo zusammen, ich bin der Benny von Delta und wir haben jetzt hier die typische Beschädigung einer Felge, ein Bordsteinschaden. Unsere Schrauben sind vorne angefahren, der Kopf ist zerdellt. Zeige ich euch, wie man am einfachsten einen Ring abbaut, ohne speziellen Werkzeug, also ganz normales Werkzeug, was man auch zu Hause hat und was auch ist, wenn die Köpfe durchdrehen sollten oder die Schraube abreißen sollte etc. Fangen wir mal einfach mal zusammen an. Also wir haben hier einen ganz normalen Innensechskantschlüssel, einen Imbusschlüssel in 5 mm. Also ich hoffe, die gehen jetzt alle auf, ansonsten müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Gehen wir ganz normal, jetzt ohne irgendwie vorher locker zu machen, versuche ich das jetzt mal. Ja, hier haben wir das Glück, die geht jetzt ganz normal auf. Das ist super. So, dann nehmen wir uns jetzt gleich die nächste. Die haben wir auch soweit. Wir nehmen erstmal alle Schrauben runter, die soweit runter gehen und kümmern uns dann um die Schrauben, die nicht normal abzuschrauben sind. Es kann ja auch immer passieren, dass manche Schrauben wirklich fest werden, einfach durch Korrosion, Wetterverhältnisse oder wenn man viel im Schlamm und in salziger Gegend unterwegs ist, wo es kalt ist. Jetzt haben wir hier auch auf unseren Schrauben ein Loctite drauf, sozusagen eine Schraubensicherung. Bei den zwei Schrauben haben wir jetzt das Problem, dass die hier schon angefahren sind, auch an der Stelle, wo der Ring angefahren ist. Ich komme hier mit dem normalen Innensechskantschlüssel nicht mehr rein. Die einfachste Sache ist, einen Torx zu nehmen. Und mit dem Torx, mit einem etwas größeren Torx, dann nehmen wir uns einfach mal jetzt einen T30 Schlüssel. Den klopfen wir mal mit dem Hammer leicht an und versuchen das dann zu lösen im Nachhinein. Jetzt habe ich hier den Akkubohrer, den setze ich jetzt mal hier drauf und versuche dann mal direkt zu lösen. Das hat schon mal super geklappt. Wir haben die Schraube direkt rausgekriegt mit dem Torx. Das ist die einfachste Variante. Jetzt versuchen wir mal die nächste Schraube, wie es hier funktioniert. Hier haben wir noch ein bisschen Dreck mit drin. Jetzt können wir vorher einen kleinen Schlitzschraubenzieher. Ich habe jetzt leider hier nur, können wir den Dreck etwas rausmachen. Ja, das ist auch zusammengedrückte Aluminium hier. So, klopfen wir mal wieder den Torx-Bit drauf. Jetzt haben wir in dem Fall leider wirklich, dass uns die Schraube oben durchdreht. Wenn man jetzt noch einen größeren Torx da hätte, könnte man versuchen, mit einem größeren Torx noch drauf zu klopfen. Aber den habe ich jetzt leider nicht da. Somit bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, außer tatsächlich die Schraube auszubohren. Da nehme ich mir jetzt erstmal einen Körner und Körn in der Mitte, körne ich den jetzt an, damit ich dann mittig mit dem Bohrer reinkomme. Am besten wir fangen ganz klein an, damit wir die Felge so wenig wie möglich beschädigen, beziehungsweise gar nicht. Ich nehme hier in dem Fall einen 2,5er Bohrer, ein ganz normaler HSS-Bohrer und fange langsam an, auf der langsamen Stufe jetzt, hier rein zu bohren. Man sollte wirklich darauf achten, nicht zu tief zu bohren, nicht zu schnell, sonst kann es auch passieren, dass der Bohrer abbricht und stecken bleibt. Dann hat man größere Probleme. Auf jeden Fall langsam, vorsichtig antasten, wenn man das noch nie gemacht hat, damit man wirklich nichts beschädigt und auch nicht durch das Aluminium von der Felge kommt. Also unsere Schrauben sind ein 6er Gewinde, das ist M6 und die Länge ist 10 nach innen rein. Wir haben sozusagen 10 mm nach innen rein. Wir können uns ja grob mal die Schraube hinhalten, damit wir dann selber wissen, wie weit wir nach dem Kopf noch reinbohren können, ohne dass wir zu weit drinne sind. Also ich würde jetzt einfach mal die 8 mm anpeilen, kann sich auch zu Hilfe hier ein Stück Klebeband draufkleben, damit man nicht zu tief bohrt. Nachdem wir mit dem kleinen Bohrer vorgebohrt haben, nehme ich mir ein 3 mm Bohrer und so weiter. Heißt 3 mm, 4 mm. Langsam rantasten, bohr weiter, bis sozusagen der Kopf der Schraube weg ist. Wir haben jetzt hier unseren Torx reingeklopft und jetzt hat es hier in dem Fall auch geklappt, dass wir das mit dem Torx rausdrehen. Jetzt machen wir einfach mal weiter. Mal, wie es jetzt hier weitergeht bei der Schraube. In dem Fall dreht es jetzt leider doch wieder durch. Schaffen wir leider nicht, das mit einem normalen Schlüssel rauszuholen. Dann nehmen wir uns jetzt wieder unser Torx. Die Möglichkeit ist noch, dass wir den Kopf vorher vorsichtig mit dem Hammer kleiner klopfen, weil es ist ja weiches Aluminium in dem Fall. Mal hier eine engere Stelle, wo wir unseren Torx reinklopfen. Braucht man gar nicht viel Kraft, nur langsam von jeder Seite anklopfen. Man sieht ganz schnell, dass es etwas flacher wird. Jetzt können wir uns unseren Torx wieder nehmen
und den von außen langsam wieder anklopfen. So, und versuchen das wieder rauszunehmen. Sagen wir in dem Fall leider doch, dass es durchdreht. Wir es nicht schaffen, die mit einem normalen Torx rauszuholen. Wir haben jetzt nochmal die Möglichkeit zu probieren, ob wir nochmal das Alu etwas klein klopfen können. Jetzt hat das wieder geklappt. Das ist super. Dann tun wir uns einfach an, wirklich den Ring abzuschrauben. In dem Fall, wenn man Probleme hat mit den Schrauben. Los, und versuchen wir mal weiterzumachen mit dem Innensechskant. Dann schrauben wir die komplett raus. Man kann es auch natürlich mit dem Akkubohrer machen, aber wenn man das jetzt vorsichtig machen möchte, macht man das doch lieber mit der Hand. So, bevor wir dann den neuen Ring drauf tun, jetzt müssen wir sowieso. Ja. Bevor wir dann den neuen Ring drauf tun, empfehle ich, das einmal schön abzuputzen hier. Und dann nehmen wir uns einen schönen M6 Gewindeschneider und schneiden einfach mal überall langsam mit dem Gewindeschneider unser Gewinde nach, da wir doch das Problem haben, dass viel Dreck und Sonstiges da reinkommt, bevor wir dann einen neuen Ring und neue Schrauben verbauen. Aber als erstes kümmern wir uns jetzt um die Schraube hier, die noch drin steckt, und versuchen die jetzt auszubohren, ohne größere Schäden anzurichten. Dafür nehmen wir uns ganz normal der HSS-Bohrer, körnen vorher einmal an, so gut es geht in der Mitte, setzen wir unseren Körner an. Dann nehme ich mir jetzt einen Zweierbohrer und bohre langsam das Aluminium an. Wir können ca. 8 mm tief bohren, ohne dass wir unsere Felge nach hinten beschädigen. So, dann wirklich vorsichtig rantasten, dass wir ja nicht die Felge hinten durchbohren. Aluminium ist weich, fangen langsam an anzubohren und versuchen wirklich nicht über 8 mm rauszukommen. Am besten, wir bohren auch weniger, wie nur 5 mm. Zwischendurch nehmen wir uns die Aluspäne raus, setzen nochmal an und überprüfen, wie tief wir sind. In dem Fall haben wir jetzt ca. 4 mm und bohren jetzt weiter. Es kann auch durchaus passieren, dass wir immer wieder mit dem Bohrer etwas abrutschen. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Am besten die Felge vom Fahrzeug abmontieren, wenn man die Möglichkeit hat. Ansonsten, so wie wir jetzt, einfach vorsichtig arbeiten und dann klappt das. Das haben wir uns schon gesehen. Die Schraube fängt sich langsam an zu drehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns einen kleinen Torx zu nehmen und versuchen jetzt die Schraube rauszunehmen, bevor wir jetzt tiefer bohren. Das wäre jetzt die einfachste Variante. Dann klopfen wir jetzt ganz vorsichtig hier rein. In dem Fall hat es geklappt. Jetzt haben wir die abgebrochene Schraube hier oben drauf und haben tatsächlich geschafft, ohne jetzt weiter tiefer und mit mehreren Bohrern. Unser Gewindeschneider spannen wir gleich ein. Ich habe jetzt hier einen neuen Gewindeschneider, einen M6, ganz normales Gewinde. Stellen den auf 15 Newtonmeter ein, auf Stufe langsam, bohren ein Loch nach dem anderen. Schneiden wir unser Gewinde nach, beziehungsweise säubern wir in diesem Fall wirklich nur unser Gewinde. In dem Fall haben wir es ja auf 15 Newtonmeter eingestellt. Falls wir da doch zu tief reingehen, greift unsere Kupplung hier ein. Und dann passiert es nicht, dass wir zu tief durchbohren und die Felge beschädigen. Jetzt haben wir unsere Gewinde alle nachgeschnitten bzw. gesäubert. Am besten Fall ist, wenn ihr Druckluft da hättet und euch jetzt alle Gewinde einmal auspustet, damit das restliche Aluminium drauf ist. Und dann können wir uns schon dran machen, unseren neuen Ring drauf zu schrauben. Wir haben hier unseren neuen Ring, unsere neuen Schrauben. Bevor wir jetzt die Schrauben reinmachen, das ist ein ganz normaler Schaumreiniger, ein Oberflächenreiniger. Damit sprühen wir uns das ein, lassen das ganz kurz einwirken, damit sich der Dreck löst. Dann hat man gleich die Felge unten drunter gereinigt. Dann nehmen wir uns unsere neuen Schrauben. Ich nehme mir als erstes 4 Stück, damit der Ring vernünftig positioniert wird. Und danach kommen die restlichen rein. Auf das Loch für das Ventil, das richtig zu positionieren. Dann kann man jetzt die ersten Schrauben mit der Hand leicht reindrehen, beziehungsweise mit dem Innensechskantschlüssel. Das mache ich jetzt einfach so mit der Hand. Dann hängt der Ring schon mal. Dann nehme ich mir das Loch gegenüber, mache das auch wieder mit der Hand. Jetzt können wir uns unseren Schlüssel nehmen, setzen hier nochmal über Kreuz einen rein, positionieren uns das so gut wie es geht mit dem Auge, schrauben es ran. Leicht festziehen, nicht zu festziehen. Wenn das soweit passt, können wir das festziehen. Handfest, nicht zu festziehen. Das ist immer noch Alu. In dem Fall haben wir jetzt einen gebrauchten Ring.
den wir von einer anderen Felge abmontiert haben. Nicht wundern, da sind schon Spuren, wo die Schrauben drauf waren. Der kommt wieder zurück. Die restlichen Schrauben schraube ich mit dem Akkubohrer rein. 15 Newtonmeter auf der langsamen Stufe. Wenn ihr bei uns einen Ring bestellt, bekommt ihr selbstverständlich einen neuen Ring. Keinen gebrauchten, wie ich in dem Fall drauf schraube. Einen neuen Ring und neue Schrauben kriegt ihr dazu. Auch mit Loctite vorne drauf, mit Schraubensicherung. Dann nehmen wir uns an, ansetzen und dann können wir Schraube nach Schraube einfach reinschrauben mit 15 Newtonmeter und auf der langsamen Stufe. 15 Newtonmeter ist das, was ungefähr handfest ist. Und das reicht. So, der neue Ring ist drauf. Bei uns in dem Fall ein gebrauchter Ring. Wir hoffen, dass wir euch damit mit dem Video etwas helfen konnten. Wie ihr seht, ist es nicht allzu schwer, wenn man das Problem hat, dass man den Ring angefahren hat, die Schrauben angefahren hat, eine Schraube abgerissen ist. In dem Fall hatten wir das jetzt direkt sehen können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis dann.